Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal wieder, ihr Lieben. Heute drehen wir einen Make-up-Look. Falls ihr sehen wollt, wie ich diesen Look kreiert habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, zuallererst mache ich mir meine Haare zurück. Dazu nehme ich mir ein Haarband. Dann fange ich auch an mit meiner Gesichtscreme und die ist von Verso. Die wird dann auch ordentlich auf dem Gesicht verteilt. Dann kommt die Augencreme und die ist von Decure. Das kommt unter den Augen. Und das, was überbleibt, schmiere ich mir dann meistens noch irgendwie auf die Stirn, auf den Kinn. Dann gehe ich gerne noch über das Gesicht mit so einem Roller. Den habe ich vorher im Kühlschrank gehabt, das kühlt die Haut nochmal zusätzlich. Und fange mit der Foundation an. Und die ist von Huda Beauty. Da mische ich gerne auch zwei verschiedene Farben miteinander, und zwar Cashew und Custard. Und verteile das mit dem Pinsel, der ist auch von Huda Beauty, so dass das ebenmäßig ist. Dann gehe ich nochmal gerne über die Stellen, die ich gerne ein bisschen gedeckter haben möchte, beziehungsweise wo ich mehr Coverage brauche, und gehe nochmal mit einem Beauty-Schwamm drüber. Mein Schwamm ist übrigens von Real Techniques. Nun kommt mein Concealer dran, und der Concealer ist von Maybelline Fit Me in der Farbe 10 und 15. Ich habe da auch wieder zwei Farben miteinander gemischt. Und der Concealer wird dann gesettet mit einem Setting Puder. Hier verwende ich den von Fenty Beauty. Mit dem hellen Puder sette ich dann überall, wo ich gehighlightet habe. Das restliche Gesicht sette ich mir dann mit dem Puder von Art Deco. Dann kommen wir zur Kontur. Hier nehme ich wieder das von Kevyn Aucoin. Und wie man sehen kann, höre ich Musik. Das mache ich meistens übrigens, wenn ich mich schminke. So macht das viel mehr Spaß. Ich konturiere übrigens meine Wangen, meine Nase und meine Stirn. Und wenn ich dann merke, ich habe dann doch vielleicht zu krass konturiert, dann gehe ich gerne nochmal mit einem Foundation-Pinsel drüber. Als Bronzer benutze ich den von Becca. Und ich gehe ganz leicht mit dem Pinsel in den Bronzer rein, weil der Bronzer ist sehr stark deckend, und gehe damit über alle Stellen, die ich konturiert habe, und gebe dem Gesicht so ein bisschen Farbe wieder zurück. Als Blush benutze ich den von Phase Zero in der Farbe Making Moves. Das kommt dann ungefähr über dem Bronzer drüber auf die Apfelbäckchen. Dann mache ich mir gerne noch ein bisschen auf das Näschen. Dann gehe ich gerne nochmal mit meinem Foundation-Pinsel drüber, um das Ganze ein bisschen besser miteinander zu verblenden. It's all about the blending, guys! Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Eyeshadow, und da benutze ich gerne den von Hatice Schmidt. Ich fange mit dem Ton Smile an. Das ist ein rosafarbener Ton. Den verteile ich auf dem beweglichen Lid, beziehungsweise in der Lidfalte, und blende den so ein bisschen mit einem fluffigeren Pinsel dann aus. Ich benutze übrigens beide Paletten ziemlich gerne von Hatice Schmidt. Nun kommt das zweite Auge dran. Da mache ich wieder dasselbe. Erst Farbe aufbauen. Ich baue dann halt immer gerne zwischendurch noch mal ein bisschen auf. Und blende dann wieder aus. Aufbauen und ausblenden. Und das mache ich dann so lange, bis ich zufrieden bin.
Dann nehme ich den Ton Promise. Den Ton tue ich dann an den Außenwinkel verteilen. Und hier gilt dann auch wieder aufbauen und ausblenden. Der Ton ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich versuche mich da immer noch so ein bisschen durchzukämpfen, weil ich den unbedingt zum Funktionieren bringen möchte. Und dasselbe mache ich dann auf dem zweiten Auge. Wieder aufbauen und ausblenden. Ich finde, bei dem Ton hilft tatsächlich, wenn man die Farbe erst draufpackt und dann ausblendet. Und nun verwende ich die Urban Decay XX Weiß Reloaded Palette und benutze da die beiden Farben Mildew und Acid Rain. Um die Farbe richtig schön intensiv zu bekommen, sprühe ich meinen Pinsel an mit dem Setting Spray. Hier verwende ich den von Huda Beauty und packe mir das auf den inneren dritten. Nee, nicht auf den inneren dritten. Auf den inneren Drittel. Die Farbe baue ich mir dann immer nach und nach dann auf. Schön ansprühen, wieder in die Farbe rein, ansprühen, wieder in die Farbe rein, aufbauen, aufbauen, aufbauen. Der Ton ist halt auch nicht so deckend, wie ich den gerne hätte, darum muss ich den ein bisschen ansprühen. Jetzt nehme ich den Ton Mildew und packe den so in die Mitte zwischen den beiden Farben und versuche das so ein bisschen einzublenden. Und wie man sehen kann, habe ich mich von meinem Pulli inspirieren lassen, farblich zumindest. Pink und grün. Habt ihr das eigentlich auch so, dass wenn ihr irgendwie rausgehen wollt und euch anzieht, und dann erst euch überlegt, wie ihr euch schminkt, statt andersrum? Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich oft auch schminke und dann erst überlege, was ich anziehen kann. Wenn ich mich denn schminke. Dann schminke ich mich zum Beispiel in Grüntönen und schaue dann halt, was ich dann darauf Passendes anziehen kann. Und nun kommen wir natürlich wieder zu dem besten Part. Zum Highlighter, und da benutze ich wieder meinen Lieblingshighlighter von Hanadi Beauty und nehme wieder zwei Farben und mische die so ein bisschen miteinander. Und ich schwöre euch, Leute, wenn ich könnte, ich würde den Highlighter baden. Ich würde mir einfach eine Riesenflasche Highlighter holen, in die Badewanne füllen und den Highlighter baden. Ich liebe Highlighter, wie man sehen kann. Und ich mag es, wenn der Highlighter auch nicht zu glitzerig wird. Und jetzt kommt das Setting Spray drüber, damit die ganzen Schichten miteinander verblenden bzw. verschmelzen. Dann gehe ich nochmal gerne mit einem Blushpinsel über die Stellen, die ich gehighlightet habe, um den Übergang einfach ein bisschen schöner zu kriegen. Für die Augenbrauen benutze ich den Stift von Art Deco in der Farbe 21. Ich gehe mir so ein bisschen über die Stellen, die halt so ein bisschen kahler in Anführungsstrichen wirken, beziehungsweise die halt nicht dicht bewachsen sind. Dann kämme ich einmal drüber und male mir die zweite Augenbraue fertig. Achtung, wundert euch nicht, ich sehe nämlich gleich anders aus. Mein Akku ging leer und ich habe die Zeit dann ausgenutzt und habe mir die Haare geglättet und einen Eyeliner gezogen. Als Wimperntusche benutze ich den von Melusine.
Macht ihr eigentlich auch so komische Gesichter, wenn ihr eure Wimpern tuscht? Ich versuche das ja so ein bisschen milde zu halten. Wenn ihr übrigens weitere Make-up-Videos sehen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr andere Vorschläge habt, dann schreibt das auf jeden Fall auch unten in die Kommentare. Und immer dieser Mund beim Wimperntuschen, ne? Immer. Ich glaube, anders kann man sich die Wimpern gar nicht tuschen. Naja, ich gehe auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen so über die Farben drüber und verblende so ein bisschen noch was nach. Und weil ich nach dem Tuschen gerne mal so schwarze Pünktchen auf dem Lid habe. Und bis Madame Celine zufrieden ist, wird geblendet. Ich suche mir jetzt hier einen Lippenstift aus, der zu meinem Make-up-Look passt. Nein, roten nein. Einfach nein. Das schon eher. Hierfür benutze ich den Stift von Art Deco in der Farbe 140. Hier mache ich immer Schritt für Schritt, immer kleine Linien. Und versuche das so ebenmäßig wie möglich hinzubekommen. Ich liebe diesen Stift, ne? Man merkt, dass ich ihn oft benutze. Der ist nämlich schon fast leer. Als Lippenstift benutze ich den von Maybelline, Superstay Matte Ink. Leider kann ich euch nicht mehr sagen, welche Farbe genau das ist, weil mir der Stick irgendwie abgegangen ist. Aber falls euch das interessiert, dann schaue ich gerne nochmal nach und versuche so ein bisschen zu recherchieren und schreibe euch das in die Infobox mit rein. Das ist der fertige Look. Ja, dieser Moment, wenn man sich geschminkt hat und sich wieder fühlt wie eine andere Person. Tja, dann gehe ich nochmal drüber mit dem Setting Spray, zoome euch nochmal kurz rein, zeige euch nochmal so ein Close-Up. Dieser Moment, wenn man anfängt, einfach sich selbst so heftig zu fühlen, dass man erstmal snappt und dann seiner Freundin nochmal einen Snap schickt und sie auf dem neuesten Stand bringt. Tja, Jackie, I love you. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls ihr mehr sehen wollt, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Vergiss nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben und ein Abo dazulassen. Dann bis zum nächsten Video.